In diesem Video schauen wir uns an, wie wir kostenlos eine UGC-Ad und ähnliche Inhalte erstellen können. Eine UGC-Ad ist normalerweise ein Video, das wie eine von einem Nutzer erstellte Werbung aussieht. Manchmal ist es ein Review-Video, manchmal ein Video, in dem der Nutzer selbst auftritt. Wie wir so etwas kostenlos generieren können, schauen wir uns in diesem Video an. Als erstes öffnet ihr dafür einen beliebigen Browser. Ich öffne jetzt einen Browser. Nachdem der Browser geöffnet wurde, müssen wir zuerst einen Charakter erstellen. Ich öffne dafür zunächst ChatGPT. Geht also zu Google und sucht nach ChatGPT. Anschließend öffnet ihr ChatGPT. Der Grund dafür ist, dass wir einen Charakter erstellen möchten. Den Prompt für die Erstellung dieses Charakters erstellen wir hier. Deshalb habe ich ChatGPT geöffnet. Wenn ihr möchtet, könnt ihr stattdessen auch Google Gemini, Claude oder Grok verwenden. Es spielt keine Rolle, welche Plattform ihr verwendet. Als erstes bitten wir ChatGPT darum, einen Prompt zur Erstellung eines Charakters zu generieren. Dafür gebt ihr ChatGPT zunächst eine Rolle. Da es einen Prompt erstellen soll, vergebe ich die Rolle eines Prompt Engineer. Danach sage ich, dass ein Prompt für die Erstellung eines Charakters benötigt wird, um eine UGC-Ad zu generieren. Das könnt ihr einfach hier eingeben. Ihr könnt dafür eure eigene Sprache verwenden. Englisch ist nicht zwingend erforderlich. Ich habe der KI jetzt diese Aufgabe gegeben. Jetzt müssen wir die Eigenschaften des Charakters beschreiben. Gebt zum Beispiel an, wie alt der Charakter sein soll, welche Hautfarbe er haben soll und ähnliche Details. Fügt möglichst viele Informationen hinzu. Tragt also alle Details ein, die euch einfallen. Ich habe diese Angaben bereits gemacht. Es gibt noch einen wichtigen Punkt. Auch wenn wir viele Informationen eingeben, kann es passieren, dass wir etwas vergessen. Deshalb solltet ihr am Ende des Prompts hinzufügen, dass vor der Erstellung des Prompts noch offene Fragen gestellt werden sollen. Ich habe ebenfalls darum gebeten, Fragen zu stellen. Jetzt klicke ich auf den Send-Button. Da ich darum gebeten habe, Fragen zu stellen, wurden mir mehrere Fragen angezeigt. Beantwortet diese Fragen einfach. Wenn ihr antwortet, schreibt beispielsweise zuerst 1 und dann die Antwort auf die erste Frage. Ich habe bereits alle Fragen beantwortet. Anschließend klickt ihr erneut auf den Send-Button. Danach wird ein passender Prompt erstellt. Falls ihr möchtet, könnt ihr diesen Prompt direkt in ChatGPT verwenden und ein Bild generieren. In diesem Video werde ich jedoch hauptsächlich Google Flow verwenden. Sucht dafür nach Google Flow. Nach der Suche findet ihr die Website labs.google. Öffnet sie. Danach werdet ihr aufgefordert, euch mit einem Google-Konto anzumelden. Meldet euch an. Nach dem Login gelangt ihr auf eine Seite wie diese. Dort findet ihr die Option New Project. Klickt darauf. Danach müsst ihr den Prompt hier einfügen. Ich kopiere jetzt den gesamten Prompt. Lest ihn vorher aber unbedingt durch. Das ist nicht der Prompt, den wir direkt verwenden werden, sondern ein anderer Prompt. Liest ihn durch und fügt nur die benötigten Teile hier ein. Danach könnt ihr das Modell auswählen. Ich ändere die Einstellung von Video auf Image. Anschließend werdet ihr nach dem Aspect Ratio gefragt. Wählt das gewünschte Aspect Ratio aus. Für Longform-Videos könnt ihr 16:9 wählen. Für Reels eignet sich 9:16. Ich entscheide mich hier für 16:9. Danach könnt ihr ein Modell auswählen. Verwendet einfach das Modell, das euch gefällt. Außerdem könnt ihr festlegen, wie viele Bilder gleichzeitig generiert werden sollen. Ich wähle vorerst 4 Bilder aus. Sobald alles eingestellt ist, klickt ihr auf den Send-Button. Danach startet die Bildgenerierung. Wartet, bis die Bilder erstellt wurden. Ich wähle jetzt dieses Bild aus. Es ist außerdem besser, dieses Bild als Charakter hochzuladen. Der Vorteil ist, dass wir später für weitere Fotos oder Videos einfach diesen Charakter hinzufügen können. Dafür gibt es hier die Option Characters. Klickt darauf. Scrollt nach unten, bis ihr die Option Add from Project seht. Klickt darauf und wählt das zuvor ausgewählte Bild aus. Danach erscheint die Option Add to Character. Klickt darauf. Das Bild wird dann als Charakter hinzugefügt. Der Charakter wurde jetzt erstellt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr den Namen des Charakters ändern. Ich vergebe jetzt einen neuen Namen. Außerdem könnt ihr hier eine Stimme auswählen. Wenn später eine Stimme generiert wird, wird das Video mit dieser Stimme erstellt. Ich verwende vorerst die erste verfügbare Stimme. Über Preview könnt ihr euch die Stimme anhören. Klickt anschließend auf Add to Character, damit die Stimme hinzugefügt wird. Es gibt außerdem die Option Create Body. Wenn ihr möchtet, könnt ihr ein vollständiges Bild mit Körper, Outfit und weiteren Details generieren und hinzufügen. Das ist normalerweise die bessere Variante.
Falls ihr detaillierte Ideen habt, könnt ihr wieder zu ChatGPT gehen und wie zuvor einen passenden Prompt erstellen lassen. Gebt dabei an, dass ihr den Charakter in Google Flow hochgeladen habt. In der Option Create Body wird nach Describe Body and Outfit gefragt. Ihr könnt ChatGPT ausdrücklich darum bitten, einen Prompt für genau diesen Bereich zu erstellen. Ich verwende hier aber nur einen einfachen Prompt. Das reicht in vielen Fällen bereits aus. Da wir den Charakter bereits erstellt haben, wird das neue Bild normalerweise mit demselben Gesicht wie das hochgeladene Bild generiert. Ein langer Prompt ist deshalb nicht zwingend erforderlich. Wenn ihr jedoch genau wisst, welche Kleidung oder welchen Stil ihr möchtet, ist ein ausführlicher Prompt besser. Dafür könnt ihr die Hilfe von ChatGPT nutzen. Hier sieht man zum Beispiel, dass die Hand nach vorne gestreckt ist. Das möchte ich ändern. Die Hand soll weiter unten sein. Dafür gibt es die Option What do you want to change? Klickt darauf und beschreibt die gewünschte Änderung. Die Hand soll gerade positioniert sein. Anschließend klickt ihr auf den Send-Button. Wenn ihr jetzt schaut, seht ihr, dass die Hand korrekt angepasst wurde. Dieses Bild gefällt mir. Wenn alles passt, klickt ihr auf Done. Unser Charakter wurde nun erstellt. Als nächstes wählen wir das Produkt aus. Mit Produkt ist möglicherweise ein Produkt gemeint, das ihr selbst besitzt. In diesem Fall solltet ihr unbedingt Bilder aus allen Perspektiven aufnehmen. Fotografiert also die Vorderseite, Rückseite und die Seitenansichten, sodass ihr praktisch eine 360-Grad-Ansicht habt. Diese Bilder ladet ihr anschließend hoch. Ich lade vorerst ein Bild von Google herunter. Danach müssen wir dieses Bild hier hochladen. Wie bereits erwähnt, wenn ihr euer eigenes Produkt verwendet, solltet ihr Fotos aus allen Blickwinkeln hochladen. Ich lade jedoch nur ein Bild aus einer Perspektive hoch. Klickt dazu auf den Plus-Button. Dort findet ihr die Option Upload Media. Nach dem Klick öffnet sich eure Galerie. Wählt das gewünschte Bild aus. Ich habe beispielsweise ein Bild ausgewählt. Das Bild wird nun hochgeladen. Wartet, bis der Upload abgeschlossen ist. Hier könnt ihr den Upload-Fortschritt sehen. Als nächstes möchten wir ein Bild generieren, auf dem der Charakter das Produkt in der Hand hält. Dafür reicht theoretisch ein einfacher Prompt. Eine bessere Methode ist jedoch, erneut ChatGPT zu verwenden. Darauf komme ich jetzt. Diesmal müsst ihr ChatGPT keine neue Rolle geben, da wir das bereits zuvor getan haben. Beschreibt einfach direkt die Aufgabe. Sagt, dass ihr einen Prompt benötigt, um ein Bild zu generieren, auf dem der Charakter das im hochgeladenen Bild gezeigte Produkt hält. Erwähnt außerdem ausdrücklich, dass der Charakter exakt gleich bleiben soll. Falls gewünscht, könnt ihr wieder darum bitten, zusätzliche Fragen zu stellen. Danach klickt ihr auf den Send-Button. Daraufhin erhaltet ihr einen entsprechenden Prompt. Zusätzlich werden einige Hinweise angezeigt. Zum Beispiel wird erwähnt, dass zuerst der UGC-Charakter und danach das Produkt hochgeladen werden soll. Je nach verwendetem Prompt können kleine Unterschiede auftreten. Lest den Prompt deshalb aufmerksam durch und folgt den Anweisungen. Zuerst laden wir den Charakter hoch. Das ist unser Charakter. Ihr könnt ihn direkt per Drag and Drop hinzufügen. Alternativ könnt ihr hier ein Add eingeben. Nach Eingabe von Add erscheint die Option Character. Klickt darauf und wählt Add to Prompt für diesen Charakter aus. Der Charakter wurde nun hinzugefügt. Danach müsst ihr auch das Produktbild hinzufügen. Ich habe das Bild ebenfalls eingefügt. Anschließend fügt ihr den Prompt hier ein. Danach klickt ihr auf den Send-Button. Die Bildgenerierung startet. Es wurden jetzt 4 Bilder erstellt. Wählt das Bild aus, das euch am besten gefällt. Diese Bilder sind insgesamt nicht besonders gut geworden. Das erste Bild wirkt für mich persönlich jedoch noch am besten. Deshalb wähle ich dieses aus. Trotzdem möchte ich noch einige Änderungen vornehmen. Mir gefällt nicht, wie die Hand positioniert ist. Außerdem möchte ich die Uhr entfernen. Schreibt einfach alle gewünschten Änderungen hier hinein. Der Grund für die Handhaltung ist übrigens, dass wir den Charakter ursprünglich mit einer ähnlichen Pose hochgeladen haben. Deshalb wurde dieses Format übernommen. Falls ihr möchtet, könnt ihr sogar das ursprüngliche Charakterbild austauschen. Ich beschränke mich jedoch darauf, die gewünschten Änderungen direkt hier anzugeben. Danach klicke ich auf den Send-Button. Jetzt wurde das Bild neu generiert. Die gewünschten Änderungen wurden umgesetzt. Dieses Bild werden wir verwenden. Als nächstes müssen wir ein Skript erstellen. Dafür gehe ich wieder zu ChatGPT zurück und lasse ein Skript generieren. Wie bereits erwähnt, ist es sinnvoll, zunächst eine Rolle festzulegen. Ihr könnt beispielsweise angeben, dass die KI ein Scriptwriter mit 10 Jahren Erfahrung ist. Danach bittet ihr um ein Skript für eine 10-sekündige UGC-Ad. Zusätzlich könnt ihr eure eigenen Ideen und Vorstellungen einbringen. Beschreibt alles möglichst genau.
So erhaltet ihr ein Skript, das besser zu euren Anforderungen passt. Ich habe hier lediglich um ein Skript gebeten und keine weiteren Details hinzugefügt. Deshalb wird automatisch ein allgemeines Skript erstellt. Wie zuvor könnt ihr auch hier darum bitten, zunächst Fragen zu stellen. Das liefert oft bessere Ergebnisse. Wenn ihr die Fragen beantwortet, entsteht normalerweise ein deutlich besseres Skript. Das Skript wurde nun erstellt. Als nächstes müssen wir daraus ein Storyboard erstellen. Dafür lassen wir einen Prompt generieren, der aus dem Skript ein Storyboard erstellt. Ich habe also darum gebeten, einen Prompt zur Erstellung von Storyboard-Bildern aus diesem Skript zu generieren. Jetzt klicke ich auf den Send-Button. Daraufhin wurde ein Prompt erstellt. Ich kopiere diesen Prompt und wechsle wieder zu Google Flow. Dort füge ich den Prompt ein. Danach gibt es einige Dinge zu beachten. Fügt das Bild, das euch am besten gefällt, in diesen Prompt ein. Das habe ich bereits gemacht. Zusätzlich könnt ihr auch den Charakter hinzufügen. Ich habe den Charakter ebenfalls hinzugefügt. Außerdem füge ich das Bild der zuvor hochgeladenen Creme hinzu. Dadurch steigen die Chancen auf bessere Ergebnisse. Klickt anschließend auf den Send-Button. Wie ihr sehen könnt, wurden mehrere Bilder generiert. Wählt das Bild aus, das für euch perfekt aussieht. Für mich wirkt das zuletzt generierte Bild am besten. Mit diesem Bild werde ich nun das Video erstellen. Dafür gehe ich erneut zu ChatGPT. Ich bitte die KI darum, auf Basis dieses Storyboards einen Prompt zur Videoerstellung zu generieren. Dabei habe ich erwähnt, dass das Skript das zuvor erstellte Skript ist. Außerdem könnt ihr zusätzliche Hinweise hinzufügen. Zum Beispiel, dass der Charakter konsistent bleiben soll. Das kann die Ergebnisse weiter verbessern. Anschließend klicke ich auf den Send-Button. Daraufhin erhalten wir einen Prompt für die Videoerstellung. Kopiert diesen Prompt. Danach gehe ich wieder zu Google Flow zurück. Ich füge den Prompt hier ein. Danach füge ich das Storyboard hinzu. Anschließend füge ich auch den Charakter hinzu. Dafür klicke ich auf den Plus-Button, wähle den Charakter aus und klicke auf Add to Prompt. Dadurch wird auch die passende Stimme übernommen. Falls ihr möchtet, könnt ihr zusätzlich das zuvor generierte Skript einfügen. Nun müsst ihr das Modell ändern. Klickt auf Nano Banana 2 und wechselt von Image zu Video. Die Einstellung Ingredients solltet ihr nicht ändern. Lasst sie auf Ingredients stehen. Danach werdet ihr nach dem gewünschten Aspect Ratio gefragt. Wählt entweder 9:16 oder 16:9 aus. Anschließend könnt ihr ein Modell auswählen. Am besten verwendet ihr OmniFlash. Das ist aktuell eines der neuesten Modelle. Ich stelle die Videolänge auf 10 Sekunden ein. Danach wird gefragt, wie viele Videos generiert werden sollen. Ich wähle nur eines aus. Das ist die beste Option. Wenn ihr 2 oder 3 Videos gleichzeitig generieren lasst, werden mehrere Videos mit demselben Prompt erstellt und eure Credits werden unnötig verbraucht. Klickt danach auf den Send-Button. Die Videogenerierung startet. Wartet einen Moment. Das Video wurde nun erstellt. Schauen wir es uns an. Guys, I've been using this face cream it's super lightweight, absorbs quickly and leaves my skin feeling really soft. If you're looking for an easy everyday moisturizer, you should definitely give this one a try. Wie ihr sehen könnt, wurde ein recht gutes Video erstellt. Perfekt ist es allerdings noch nicht. An manchen Stellen fehlen kleine Details in der Stimme. In eurem Fall könnten stattdessen bestimmte Elemente im Video fehlen. Falls das passiert, müsst ihr lediglich das Problem beschreiben. Es gibt die Option Describe your edits. Dort könnt ihr angeben, welche Änderungen ihr möchtet. Anschließend klickt ihr auf den Send-Button. Die Änderungen werden übernommen und ein neues Video wird generiert. Es gibt noch einen weiteren Punkt. Vielleicht reichen euch 10 Sekunden nicht aus. Möglicherweise benötigt ihr ein 30- oder sogar 50-sekündiges Video. In diesem Fall könnt ihr das Skript in mehrere Teile aufteilen. Wenn das Skript beispielsweise für ein 50-Sekunden-Video gedacht ist, teilt es in 5 Abschnitte auf. Erstellt anschließend für jeden Abschnitt separat ein Storyboard und generiert daraus ein eigenes Video. Wie zuvor beschrieben, erstellt ihr zunächst für den ersten Abschnitt ein Storyboard und dann das Video. Danach macht ihr dasselbe mit dem zweiten Abschnitt und so weiter. Am Ende kombiniert ihr alle Videos. Nachdem alle Videos erstellt wurden, wählt ihr zuerst das erste Video aus. Danach erscheint ein Plus-Button. Darüber könnt ihr das zweite, dritte und weitere Videos hinzufügen. Anschließend könnt ihr das fertige Ergebnis direkt von hier herunterladen. Alternativ könnt ihr alle Videos separat herunterladen und später in einer beliebigen Editing-Software zusammenfügen. Zum Download klickt ihr auf die 3 Punkte. Dort findet ihr die Download-Option. Wählt die gewünschte Auflösung aus und das Video wird heruntergeladen. Das aktuelle Beispielvideo ist übrigens ein Review-Video, bei dem die Person die Kamera in der Hand hält. Vielleicht möchtet ihr aber etwas anderes erstellen.
Wenn ihr verschiedene Shots statt einer einzigen Szene haben möchtet, müsst ihr das bereits bei der Skripterstellung angeben. Sagt einfach, dass ihr keine einzelne Szene mit einer Person an einem Ort möchtet, sondern mehrere unterschiedliche Shots. Diese Informationen werden dann im Skript berücksichtigt. Solche Videos könnt ihr ebenfalls erstellen. Außerdem solltet ihr beachten, dass Google Flow täglich 50 kostenlose Credits bereitstellt. Mit diesen 50 Credits könnt ihr normalerweise nur 2 oder 3 Videos pro Tag generieren. Mit einem Konto lassen sich also nur 2 oder 3 Videos erstellen. Ich denke, ihr wisst bereits, was ihr machen könnt, wenn die Credits aufgebraucht sind. Andernfalls könnt ihr einfach bis zum nächsten Tag warten und dann weitere Videos generieren. Auf diese Weise könnt ihr sehr einfach und komplett kostenlos UGC-Ad-Videos erstellen. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich für euch. Schreibt gerne eure ehrliche Meinung zu diesem Video in die Kommentare. Wenn ihr mehr Videos dieser Art sehen möchtet, könnt ihr den Kanal abonnieren.